Hallo, in diesem Video möchten wir euch zeigen, wie man Airwheel fahren lernt. Das Airwheel ist ein selbstbalancierendes elektrisches Einrad und das Prinzip kennen wir vom Segway und es gibt nicht nur von der Marke Airwheel X3 in dem Fall, sondern es gibt es auch von Solowheel oder IPS. Die Unterschiede kennen wir nicht genau. Das hier ist aber auf jeden Fall eines der leichtesten. Mit 9,8 Kilogramm kann man es ganz gut anheben und transportieren. Leicht ist es dennoch nicht. Die Bedienelemente sind hier oben angeordnet. Da ist zum einen der Einschalter und hier anhand dieser LEDs sehen wir den Ladestatus. Wir haben also noch 3 von 4 und die Ladebuchse ist hier drunter. Das Laden geht relativ schnell. Man spricht hier von 30 bis 45 Minuten und das ist schon eine ganz ordentliche Zeit. Beim Fahren ist es wichtig, dass man die Beine ziemlich deutlich herandrückt. Auf Dauer tut das jedoch weh. Daher haben wir uns einen Schaumstoff zurechtgeschnitten, den wir einfach über das Gerät legen. Das Ganze wird hier unten mit einem Klettverschluss befestigt. Damit ist das Gerät angenehm weich an den Beinen, aber das ist nicht die einzige Veränderung. Hier unten auf den Pedalen, da haben wir so ein Anti-Rutschband befestigt, denn uns ist aufgefallen, dass gerade bei Nässe der Schuh hier leicht abrutschen kann. Das müsst ihr am Anfang aber nicht machen. Doch später, denke ich, ist es eine sinnvolle Ergänzung des Gerätes. Wenn man das richtig kann, dann macht es auch mega Spaß und man fühlt sich sicher. Man braucht aber eine Weile, um das zu lernen. Der Hersteller vom Airwheel hat diese Stützräder beigepackt. Eins haben wir hier mal montiert. Allerdings müssen wir sagen, die Stützräder haben nur eine Funktion. Man kann üben, wie man beschleunigt und bremst. Zum Probenfahren oder Gleichgewicht lernen, dafür sind die Stützräder nicht geeignet. Deswegen empfehlen wir, die Stützräder vielleicht nur kurz anzubauen, aber später auf jeden Fall wegzulassen, denn damit behindert man eigentlich nur den Lernprozess. Um das Airwheel fahren zu lernen, eignet sich besonders gut so ein enger Kellergang. Natürlich kann er schon Airwheel fahren, aber als Anfänger ist das ziemlich schwer. Darum ist es ideal, wenn man sich links und rechts festhalten kann. Das Airwheel selber, wie bei einem Segway, kann die Balance nach vorn und hinten halten, aber links und rechts, das muss man natürlich selber machen. Am Anfang kann man Meter für Meter versuchen vorwärts zu kommen und immer wenn man das Gleichgewicht nicht halten kann, hält man sich einfach links und rechts fest. So kann man relativ schnell lernen, Gleichgewicht zu halten. Die Balance hält man, indem man das Gerät in die Richtung bewegt, in die es kippen will. So sieht das Ganze dann übertrieben aus, damit ihr versteht, wie man das Gleichgewicht halten kann. Natürlich, wenn ihr es später könnt, werdet ihr diese Extrembewegung nicht mehr machen. Bevor ihr aufsteigt, müsst ihr das Gerät unbedingt einschalten. Denn wenn ihr das nicht tut, dann rollt es euch weg. Als nächstes solltet ihr das Auf- und Absteigen lernen. Das Aufsteigen ist natürlich schwieriger als das Absteigen. Zum Aufsteigen stellt ihr das linke oder rechte Bein auf das Pedal. Der Unterschenkel presst sich dicht an das Rad ran, damit ihr Stabilität habt. Das Bein ist leicht schräg und das Rad haltet ihr auf jeden Fall gerade. Jetzt müsst ihr euch leicht vorbeugen und dabei mit dem linken Bein oder rechten Bein aufsteigen. Nur wenn ihr an Fahrt gewinnt, habt ihr Stabilität, um das Aufsteigen zu lernen. Das Ganze zeige ich euch jetzt noch einmal und los geht's. Wenn ihr auf dem Airwheel steht, dann achtet darauf, dass hier Fußspitzen in etwa an einer Linie sind, damit ihr einen sicheren Halt habt. Auch das Absteigen will gelernt sein. Zum Absteigen bringt ihr das Rad zum Stillstand und steigt mit einem Bein ab. Mit dem anderen Bein haltet ihr das Rad fest. Um das Auf- und Absteigen zu lernen, haltet ihr am besten alle paar Meter an. Achtet dabei am Anfang nie zu schnell zu fahren, denn wenn ihr das Gleichgewicht verliert, könnt ihr ganz schnell hinfallen. Jeder braucht unterschiedlich lange, um Airwheel fahren zu lernen. Ich habe das in ein paar Tagen gelernt, da mein Gleichgewichtssinn geübt ist. Airwheel fahren kann wirklich jeder. Das Einzige, ihr müsst üben und dranbleiben.
Airwheel-Fahren ist eigentlich wie Fahrradfahren lernen. Da braucht jeder unterschiedlich lange. Ich bin ein etwas vorsichtigerer Typ und habe deswegen auch etwas länger gebraucht. Also keine Angst, ihr könnt es, übt einfach und lasst zwischen den Übungstagen vielleicht auch mal einen Tag Pause, damit sich die Muskeln und eure Koordination daran gewöhnen können. Wenn ihr gelernt habt, sicher zu fahren, dann solltet ihr unbedingt auf eine freie Fläche. Jetzt geht's erstmal raus und ich zeige euch, wie man Kurven fährt. Um Kurven zu fahren, lehnt ihr euch auf die Seite, in die ihr fahren wollt. Am Anfang ist es etwas gewöhnungsbedürftig, sich auf die Seite zu legen. Aber keine Angst, das Airwheel fällt nicht um. Keinesfalls solltet ihr mit den Füßen das Rad drehen. Das könnt ihr im Notfall machen. Hier nochmal eine Frontalaufnahme, wie ihr in die Kurve fahrt. Der Fahrer lehnt sich einfach zur Seite und fährt um die Kurve. Versucht es einfach, braucht keine Angst haben, ihr fallt nicht hin. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, meldet uns einfach, wir versuchen euch zu helfen. Noch etwas zum Abschluss. Das Solo-Wheel oder Airwheel oder EPS, das könnt ihr nicht bei uns kaufen. Wir zeigen euch nur, wie es geht. Was ich euch aber noch zeigen kann, ist eine Beleuchtung. Denn wenn ihr nachts fahrt, ist es sicherlich nicht verkehrt, gesehen zu werden. Die habe ich mir selber gebaut und wie ich die befestige, zeige ich euch. Dafür habe ich unter diesen Schrauben eine Metallöse befestigt. Mit diesem Adapter könnt ihr diese Lampe festmachen. Für das Rücklicht ist die Halterung genauso.